Hey liebe Handball-Inspiratorin, hier ist wieder Olli. In den kommenden beiden Folgen analysieren wir die wohl gängigste Auslösehandlung von der Bundesliga bis zur Kreisklasse. Es geht um Pivot oder auch Kreisel und die verschiedensten Möglichkeiten, die man daraus entstehen lassen kann. Viel Spaß beim Taktikexpress. Unser Kreisläufer startet zum Auftakt in breiter Position und wird vom Rückraum Mitte geholt, ohne viel Druck zu machen. Nach dem Pass zum Kreis zieht sich der Rückraum Mitte auf Rückraum rechts zurück. Der Rückraum rechts kommt wiederum in einem großen Bogen Richtung Mitte und visiert den vierten Abwehrspieler an. In der Folge spielt der Kreisläufer den Ball zum Rückraum links, der in breiter Position wartet und versucht dann zwischen den zweiten und dritten Abwehrspieler zu gelangen. In seiner Grundform soll Pivot ein großes 3 gegen 3 auf der Kreisläuferfernseite kreieren. In dieser Szene kam Rückraum rechts Sachisson durch Pivot bogenförmig über die Mitte und kann als kleiner Spieler ein großes 1 gegen 1 gegen den eher unbeweglichen Innenverteidiger spielen. Durch die großen Räume werden natürlich auch die Wege für die Abwehr länger. In diesem Fall ist das Parallelspiel dann am erfolgsversprechendsten. Typischerweise wird Pivot für die linke Seite gespielt, weil oft das Ziel ist, den eigenen wendigen Rückraum Mitte gegen einen Innenverteidiger zu isolieren und der Anlaufweg von links für einen Rechtshänder leichter ist. Statt nun aber das erste 1 gegen 1 zu nehmen, kann eine Variante sein, den Durchbruchsraum gegen die Hand für den Rückraum Mitte noch weiter zu öffnen. Dazu spielt Rückraum Mitte einen Extrapass zu Rückraum links, der die Abwehr durch ein breites Anstoßen auseinanderzieht und somit den Raum zwischen dem zweiten und dritten Abwehrspieler weiter öffnet. Wir halten fest, mit Pivot wollen wir einen der Innenverteidiger isolieren und in einem großen Raum 3 gegen 3 spielen. Wir können das erste 1 gegen 1 nehmen, wenn der Ball von der Kreisläuferseite kommt. Anzumerken ist hier aber, dass die Abwehr mit der Ballrichtung mitgeht und es damit leichter hat, unsere großen Räume zuzulaufen, die wir angreifen wollen. Für den Angriff wird es also schwieriger, das große 3 gegen 3, das wir kreiert haben, zu bespielen. Natürlich könnte Rückraum Mitte auch zur Hand gehen. Die möglichen Folgehandlungen gucken wir uns später noch an, aber besonders im Jugendbereich wollen wir große Räume kreieren und bespielen, also bleiben wir auf der linken Angriffsseite. An dieser Stelle kommt der Extrapass ins Spiel und zeigt, wie sich Situationen mit nur einem Pass verändern können. Unser neuer Rückraum Mitte, den wir ins 1-1 schicken wollen, spielt also den Extrapass zum breit anstoßenden Rückraum links. Der zweite Abwehrspieler muss den Durchbruchsraum 1-2 schließen. Im Video ist der dritte Abwehrspieler nur ein wenig mit zur Ballseite gegangen, schaut aber natürlich zum Ballhalter, um gegebenenfalls zu helfen. Auf diese Weise öffnet sich für den Rückraum Mitte ein großer Raum gegen die Hand, den er angreifen kann. Unsere große 3 gegen 3 Situation bleibt also trotz dieses Zusatzpasses erhalten. Der große Unterschied ergibt sich aber aus der Bewegungsrichtung der Abwehr. Sie geht wieder mit der Ballrichtung mit und wird durch die Gegenbewegung des Rückraum Mitte vor Probleme gestellt. Wir haben jetzt gesehen, wie wir durch Pivot einen der Innenverteidiger isolieren können. Wenn sich der Gegner nun auf unsere Spielweise von Pivot einstellt, dann können wir ihn mit einer weiteren Variante vor neue Aufgaben stellen. Statt nach dem Zusatzpass anzugreifen, greift der Rückraum links den Halbverteidiger direkt an, sodass wir auf der rechten Angriffsseite unseren Abschluss vorbereiten können. Der Rückraum links schafft es, sowohl den zweiten als auch dritten Abwehrspieler zu binden, sodass eine kurze Überzahl auf der rechten Seite entsteht. Durch das Helfen des dritten Abwehrspielers muss der vierte Abwehrspieler seine Aufmerksamkeit auf den Rückraum Mitte lenken, damit dieser nicht ungestört werfen oder durchbrechen kann. Das wiederum bringt unseren Kreisläufer auf den Plan, der eine Sperre am vierten Abwehrspieler stellt und somit den Raum für Rückraum Mitte nach rechts öffnet, wo eine 3 gegen 2 Überzahl entsteht. Eine alternative Positionierung des Kreisläufers sehen wir in diesem Video am 5. Abwehrspieler, sodass Rückraum Mitte die indirekte Sperre nutzen, parallel oder direkt nach außen spielen kann. Deutlicher wird das Ganze an der Taktiktafel. Nachdem unser Rückraum links den Zweikampf gegen den Halbverteidiger zur Hand führt, bekommt unser Rückraum Mitte den Ball vor der Lücke zwischen dem dritten und vierten Abwehrspieler.
Mit der Ballannahme geht der Kreisläufer in eine Sperrposition gegen den 4. Abwehrspieler, den unser Rückraummitte überlaufen kann und so auf eine 3-gegen-2 Überzahlsituation zuläuft. Bleibt der Kreisläufer am 5. Abwehrspieler und nimmt dort eine Sperrposition ein, dann greift der Rückraummitte voll die Lücke zwischen dem 3. und 4. Abwehrspieler an, um den Raum auf der rechten Seite möglichst offen zu halten. Nun entscheidet er sich abhängig vom Abwehrverhalten für einen Pass nach außen, den Pass in die indirekte Sperre, wenn der Halbverteidiger nicht rumarbeitet, oder den Parallelpass, wenn der Halbverteidiger es schafft, die Sperre zu umlaufen. Lass uns auf die Möglichkeit zurückkommen, dass der neue Rückraummitte das 1-gegen-1 sofort nimmt und zur Hand geht. Der Effekt und die Möglichkeiten für den Rückraummitte zur Entscheidung bleiben die gleichen, allerdings verkleinert sich der Raum, in dem er entscheiden muss. Spielen wir also den Zusatzpass zu Rückraum links und lassen diesen ins 1-1 gehen, dann öffnet sich der Raum auf der rechten Seite für unseren Rückraummitte viel mehr. Wir haben uns bislang lediglich Möglichkeiten angeguckt, auf der kreisläuferfernen Seite anzugreifen. Schauen wir uns an, was möglich ist, wenn wir direkt das erste 2-gegen-2 mit dem Kreisläufer spielen. Achtung, Pivot wird hier für die rechte Seite gespielt. In dieser Situation reagiert der Angriff auf Mamić, der den herumkommenden Rückraum rechts Magnusson den Anlauf wegnehmen will. Der Rückraum links nimmt die offensive Position von Mamić wahr und versucht direkt ins 2-gegen-2 mit seinem Kreisläufer zu gehen. Durch seinen Weg über die Mitte sinkt Mamić wieder in den Abwehrverbund, sodass der neue Rückraummitte Magnusson wie gewohnt ins 1-gegen-1 gehen kann. Hier schafft er es, sowohl Mamić als auch den 3. Abwehrspieler zu binden, sodass auf der linken Seite eine 3-gegen-2 Überzahlsituation entsteht. Na gut, der Innenverteidiger wird natürlich nicht immer so hoch gehen, um den Anlauf des herumkommenden Halbspielers wegzunehmen. Gucken wir uns also an, was aus dem 2-gegen-2 mit dem Kreisläufer noch entstehen kann. Achtung, wir schauen uns Optionen für Pivot links an. Der Kreisläufer spielt den Ball zum breit positionierten Rückraum rechts und geht zwischen den 4. und 5. Abwehrspieler. Der Rückraum rechts geht mit einer breiten Bewegung zur Mitte, sodass der 4. Abwehrspieler für ihn und der 5. für den Kreis zuständig ist. Im Regelfall wird der 4. Abwehrspieler raustreten, um Kontakt gegen Rückraum rechts aufzunehmen. Der Raum hinter dem Verteidiger ist entscheidend. Der Kreisläufer kann dort den Pass zum Sperreabsetzen erhalten oder den Raum anlaufen, damit die Abwehr vor Probleme gestellt wird und sich auf der rechten Seite Raum öffnet. Erhält der Rückraum Mitte den Ball und sein Gegenspieler konzentriert sich nur auf ihn, dann kann er den Kreisläufer im Raum hinter dem 4. Abwehrspieler anspielen. Was passiert jetzt aber, wenn der 3. Abwehrspieler das Abwehrdreieck schließt und der Kreisläufer somit den Ball nicht erhalten kann? Diesen Stellungsvorteil muss Rückraum Mitte ausnutzen und die Lücke zwischen dem 2. und 3. Abwehrspieler anlaufen, um eine 3-gegen-2 Überzahlsituation auf der linken Seite zu kreieren. Natürlich werden diese Bewegungen nicht immer klappen, weil das Timing stimmen muss und die Abwehr irgendwann natürlich auch Lösungen findet. Wenn jetzt also der Rückraum rechts über die Mitte kommt und sich keine Räume ergeben, ist es wichtig, den Rückstoß im Auge zu behalten. Der Rückraum rechts muss sich nach seinem Pass also sofort wieder auf seine breite Ausgangsposition begeben. Der Rückraum Mitte spielt nun entweder den Zusatzpass nach links, attackiert die Lücke zwischen dem 2. und 3. Abwehrspieler oder leitet den Rückstoß ein. Er könnte den Kreisläufer anspielen, den Ball direkt wieder parallel zum Rückraum rechts spielen oder eine raumgreifende Bewegung nach rechts machen und die Sperre vom Kreisläufer mitnehmen, die er beim 4. Abwehrspieler stellt. Somit ergibt sich eine Überzahlsituation, die wir wieder kreiert haben. Im ersten Teil zum Thema Pivot haben wir gesehen, wie viele Möglichkeiten dem Rückraum zur Verfügung stehen, um eine erfolgreiche Chance aus der Grundform der Auslöser entstehen zu lassen. Außerdem kann ein Zusatzpass in die Breite die Räume vergrößern, die wir ohnehin attackieren wollen. Im zweiten Teil widmen wir uns dann den Folgehandlungen, die sich anbieten, wie zum Beispiel dem Kreuzen oder dem Übergang nach Pivot. Wenn du noch Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, dann schreib gerne in die Kommentare. Dir hat das Video gefallen? Dann komm mit auf Handball-Weltreise.